Wir sind also jetzt beim Thema Koordination von Mentoring-Programmen im Modul Entwicklungsschritte der Mentor-Mentee-Zusammenarbeit. Im Gesamtprozess haben wir jetzt Ziele definiert, haben Tandems zusammengestellt, also das Matching durchgeführt, haben Mentor und Mentee jeweils auf ihre Rolle vorbereitet, also das Kick-Off durchgeführt. Und jetzt sind ja Mentoren und Mentees, ich sag mal, auf sich allein gestellt. Für uns aus Koordinatorensicht ist das so ein bisschen Blackbox. Wir sind jetzt nicht mehr dabei. Die Gespräche finden unabhängig von uns statt. Das bedeutet, was ist jetzt noch unsere Rolle? Wie erfahren wir, ob die Zusammenarbeit gut funktioniert, ob sie zielführend ist, ob die Teilnehmer zufrieden und glücklich sind? Wie kann ich jetzt Teilnehmer sinnvoll unterstützen entlang der realen, tatsächlichen Zusammenarbeit? Um dieses Thema, was können wir tun, um Mentoren und Mentees sinnvoll zu unterstützen in ihrem laufenden Prozess, ist es hilfreich, sich einmal so ein Stück weit die Grunddynamik, die zwischen Mentor und Mentee entsteht, anzuschauen. Das heißt, wie ist so der typische Ablauf im Zeitverlauf? Wir skizzieren das einmal kurz. Wir haben die Phase 1, das ist die Kennenlernphase, Aufbau der Beziehung. Schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Wir haben die mittlere Phase, das ist so ein Stück weit eine Routinephase, Stabilität der Beziehung, da passiert auch inhaltlich die meiste Arbeit. Und wir haben eine Abschlussphase, die nach hinten hin, also wo die Zusammenarbeit wie auch immer finalisiert wird. Und wir schauen uns die einzelnen Phasen mal etwas im Detail an, was da drin typisch ist und wie auch diese Phasen zustande kommen überhaupt. Wenn wir uns die erste Phase aufbauen, anschauen, die Phase Beziehungsaufbau, Kennenlernphase, dann passiert natürlich in dieser Phase etwas, können wir überhaupt miteinander arbeiten. Das heißt, hier entscheidet sich relativ am Anfang eben das Thema, kann ich dem anderen Menschen vertrauen? Möchte ich dem anderen Menschen meine Themen anvertrauen? Und diese Phase hat eine ganze Reihe von spannenden Phasen. Erstens ist es natürlich die Phase, wo sich überhaupt entscheidet, ob eine tiefe Zusammenarbeit überhaupt zustande kommt. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Dann, was an dieser Phase auch wirklich spannend ist, ich sage mal, das ist die Phase der Wow-Erlebnisse. Also in unserem offenen Programm haben wir oft noch aus dieser Phase die Teilnehmer um 10 Uhr abends auf unsere Mailbox sprechen gehabt. So, ich habe gerade ein Treffen mit meinem Mentor gehabt. Das war so fantastisch, unglaublich, was sie dafür geleistet haben, uns zusammengebracht zu haben und so weiter. Also das ist oft eine Phase, wo die Mentees oft, aber auch die Mentoren einfach total begeistert sind. Wie kommt das zustande? Mentees, die an einem Mentoring teilnehmen, bringen oft Themen ein, die sie vielleicht schon seit Jahren beschäftigen, wo sie seit Jahren dieses Thema irgendwo im Rucksack mit sich rumtragen und vielleicht nie so komplett bewusst. Und plötzlich ist da jemand, der hört zu, der hat sogar direkt eine Idee für eine Lösung und die Welt dreht sich einfach andersrum. Und das heißt, in dieser Phase passiert einfach unheimlich viel. Und es ist auch wertvoll, das zu verstehen, dass es einfach so eine gewisse Logik auch hat, die auch in den Anfang quasi reinpasst. Ja? Das heißt, es ist eine Entscheidungsphase, aber es kann auch einfach eine wahnsinnige Begeisterungsphase sein, wenn die Tandems super funktionieren. Und das ist insofern spannend. Beziehungsweise das schauen wir uns gleich an, warum das eben so spannend ist, dass es in die erste Phase gehört. Wir gucken uns jetzt noch kurz an, typische Schwierigkeiten und Supportbedarf. Also wieder aus unserer Rolle als Koordinator. Typische Schwierigkeiten. Unklarheit in Erwartungen. Zum Beispiel seitens der Organisation. Das erleben wir immer wieder, dass Mentoren sagen, ja, ich bin jetzt Mentor, mir ist aber gar nicht klar, was von mir hier überhaupt erwartet wird. Ich wurde gefragt, im Namen der Organisation irgendwie eine Rolle auszufüllen, irgendwie irgendwas mit Vorbild und so, aber was soll eigentlich transferiert werden? Welche Werte sollen weitergegeben? Was genau wird von mir erwartet?
Und das bedeutet einfach eine Klarheit überhaupt zu haben, was die Erwartung seitens der Organisation an mich ist, wenn ich gefragt habe, ist ein hilfreicher Schritt, um einfach die Rolle klar gestalten zu können. Natürlich auch entscheiden, will ich das, klar, aber eben dann auch ein ganz klares für sich definieren zu können, wie möchte ich diese Rolle eben auch im Vergleich dazu gestalten. Dann natürlich die Unklarheit seitens des Mentors oder des Mentees, also des jeweils anderen. Ja, wenn ich einen Mentee habe, der unklare Ziele hat oder eigentlich gar keine so richtige Ziele, weil da ein Prozess nicht stattgefunden hat, kann das auch einfach unheimlich viel Zeit in Anspruch nehmen und das kann auch frustrierend sein für den jeweils anderen, was dazu führt, dass vielleicht so eine richtige Dynamik gar nicht erst zustande kommt, ja, also die Leute gar nicht erst reinfinden in diesen Flow. Und dann natürlich die Unklarheit an die eigene Rolle. Wer bin ich als Mentor oder als Mentee? Ja, wie arbeite ich jetzt mit einem Mentor zusammen? Also diese Unklarheiten können einfach viel Momentum am Anfang rausnehmen. Manche Tandems gelingt es dann trotzdem, einfach ihren eigenen Weg zu finden. Es sind aber weniger. Oft dann einfach gehen unnötig Tandems verloren, die eben dann diesen ganzen Aufwand nicht mehr selbst leisten können, aus verschiedensten Gründen. Das heißt, sie frustriert sind, aufgeben ihre Rolle oder, und das ist auch schwierig, überkompensieren. Das heißt, natürlich sind Mentoren und Mentees sehr oft, das gilt vor allem für Mentoren, ganz besonders engagierte Menschen. Das bedeutet, dass wenn man ihnen nicht sagt, was sie sind, wenn sie Mentor sind jetzt in diesem Kontext, sie es sich selbst überlegen, recherchieren, lesen und dann eben ihre jeweils eigene Interpretation haben. Das ist natürlich ein ganzes Stück weit gut, außer dass es sehr, sehr viel Arbeit macht und Führungskräfte im Unternehmen sind tendenziell teuer. Das heißt, wenn jeder einfach eine eigene Interpretation erarbeiten muss, ist es ein sehr, sehr teurer Prozess einfach. Plus, dass in einer Gruppe von 10 Mentoren jeder auch einfach ein komplett unterschiedliches Verständnis hat, man unnötig, ich will nicht sagen Konflikte hat, aber wenn man dann später versucht, ein gemeinsames Verständnis herzustellen, man die Leute eigentlich nicht mehr zusammenbekommt, weil sie haben jetzt so viel Zeit und Energie investiert, die richtige für sich Interpretation zu finden und dann hinterher anzukommen und zu sagen, nee, das war falsch, sie müssen das alles ganz anders machen, ist extremst schwierig. Besser ist es von Anfang an, einfach alle an einen Tisch zu bringen, ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Dann, was oft eine Schwierigkeit ist, gerade bei Programmen, die sehr gut gemeint sind, das heißt, den Mentees einfach wirklich Gutes tun möchten, dass die Mentees in so einer Art Konsumhaltung, also ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt ganz oben angekommen, weil ich habe jetzt einen Mentor und einfach so ein bisschen wie in so einem Fernsehprogramm, also das heißt einfach so einem passiven Konsumieren, Mentalität hineinkommen und das natürlich für einen Mentor unheimlich frustrierend sein kann. Und das hat einfach oft mit Unklarheiten zu tun oder mit Fehlern im Prozess, von denen wir ja viele auch schon besprochen haben. Also das heißt, es sind vermeidbare Fehler und der Mentor reagiert dann oft mit, ich habe keine Zeit. Und wir wissen alle, Zeit ist immer ein Ausdruck von relativer Priorität. Und das heißt nicht, dass die Aussage falsch ist, sondern es heißt einfach, dass der Wert und der Mehrwert des Programms für den Mentor auf irgendeine Art und Weise einfach nicht deutlich war, ob es durch den Mentee, durch das Programm oder was auch immer es ist. Also zumindest im Vergleich zu den oft sehr, sehr realen, echten, großen anderen Projekten und Prioritäten, die ein Mentor, meist eine Führungskraft im Unternehmen, ja eben real hat. Also, was sind die Dinge, die wir als Koordinatoren tun können, wie wir eben steuern können, ist natürlich Ziele der Organisation einfach klar kommunizieren, Mentoren dabei einbeziehen, natürlich die Vorbereitung auf die Rolle für Mentoren, für Mentees in eine aktive, gestaltende Haltung, Spielräume nutzen können und so dafür zu sorgen, dass die Tandems nicht jeder für sich einen langen Weg gehen müssen, bis sie halt in diese Rolle hineinfinden, wenn sie denn diese Hürde überhaupt noch nehmen, sondern dass sie einfach die Hürden denen entfernen und ermöglichen, einfach sehr schnell bei den wirklich spannenden Themen zu sein, den Themen sie inhaltlich, persönlich direkt voranbringen, ihren Alltag verbessern,
und einfach dieses Level von Begeisterung bei viel, viel mehr Tandems eben erreichen und sie einfach mit diesen Inhalten loslegen können. Das ist das, was wir in der ersten Phase gestalten können. Wir werden gleich sehen, dass die zweite Phase ein paar andere typische Eigenschaften hat, nämlich es ist so ein bisschen, ich sag mal, die Phase der konstanten Zusammenarbeit. Warum ist diese Phase anders? Wir hatten gerade gesagt, Mentees gehen in ein Mentoring sehr häufig mit Themen, Entwicklungsthemen, über die sie vielleicht schon seit Jahren, schon seit längerer Zeit beschäftigt haben, wo sie aber nicht so richtig vorangekommen sind zum Beispiel. Das passiert relativ häufig. Jetzt haben sie endlich einen Mentor und das große Thema ist gelöst und es kommt dann bei einigen Tandems jetzt, wo das ganz große Thema irgendwie entwickelt oder weiterentwickelt ist, was kommt eigentlich danach? Und vielleicht auch gerade im Vergleich wirken vielleicht dann die anderen, die Alltagsthemen, relativ kleiner. Ja? Also und der Mentee geht vielleicht eben mit so einer Erwartungshaltung jetzt rein, dass einfach jedes Mentoring-Gespräch einfach dasselbe Wow-Erlebnis hat. Und das passiert nicht und das fühlt sich dann für manchen so an, als ob die Energie quasi so ein bisschen abflacht. Es passiert für manche eben vom Gefühl, dass die Themen so ein bisschen praktischer, ein bisschen operativer werden und so ein subjektives Gefühl, als wäre jetzt so ein bisschen die Energie runter und das enttäuscht vielleicht manche, weil sie eben gerade so ein großes Wow-Erlebnis hatten. Und das ist eben wichtig zu verstehen, dass eben nach diesem Initial eben sozusagen der Alltag kommt, ja, die Konstanz. Und was hier häufig ein Thema ist, ist Terminfindung. Das werden wir auch gleich nochmal kurz besprechen. Das heißt, typische Schwierigkeiten in dieser Phase, ganz, ganz typisch Terminfindung. Gehe ich gleich noch einen Satz drauf ein. Dann das Thema Fortschritt wahrnehmen. Ja, also es fühlt sich nicht mehr jedes Mal so an wie der Quantensprung. Bewege ich mich dann überhaupt? Dadurch ich sag mal, ein Gefühl ein bisschen fehlender Wertschätzung oder Schätzen des eigenen Entwicklungsprozesses und eben das sensationelle Phänomen der neuen Normalität. Sie kennen das alle. Neue Normalität, das ist eben das Phänomen, dass für uns Dinge irgendwann normal werden, selbst wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mal sensationell gewesen sind. Einfaches Beispiel, was fast jeder von uns kennt, Autofahren lernen. Als wir zum ersten Mal da saßen und das Auto in Bewegung gesetzt haben in der Fahrschule oder schon davor, je nachdem, das erste Mal einparken, das erste Mal auf der Autobahn, diese Quantensprünge. So, und heute ist wahrscheinlich, die meisten sind mit dem Auto hergekommen, das Wow-Gefühl, nochmal Autobahn gefahren zu sein oder eingeparkt zu haben, das lässt nach. Das heißt, Dinge, selbst wenn sie dieselbe Qualität haben oder sogar noch besser sind, fühlen sich für uns nicht auf die Dauer sensationell an, sondern wir gewöhnen uns daran. Und das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten als Koordinator und natürlich auch als Mentee. Denn es kann eben dazu führen, dass man sagt, naja, so was Besonderes ist das jetzt auch wieder nicht. Und für einen Prozess, der für den Wertschätzung eine ganz, ganz starke Währung ist, denn was erhält ein Mentor neben Wertschätzung? Für diesen Prozess ist es einfach unheimlich wichtig, sich dieser Dynamik bewusst zu werden. Das bedeutet, dass wir gerade für die mittlere Phase so etwas wie Konstanz brauchen. Ja, und wenn wir uns jetzt den Supportbedarf anschauen, das heißt, in dieser Phase gilt es zum Beispiel, kleine Impulse zu setzen. Es gilt vor allen Dingen, hilfreiche Strukturen zu setzen. Wenn wir in den Mentoren-Mentee-Trainings stellen wir zum Beispiel das Konzept Ankertermin vor. Ankertermin heißt, die Termine werden vielleicht sogar ein halbes Jahr oder Jahr voraus terminiert, in jedem Fall fest und nicht verschoben. Das heißt, wir verlassen uns im mittleren Prozess wirklich auf eine Struktur und nicht mehr auf ein spontanes Gefühl.
sondern bringen einfach eine verbindliche Struktur in die Zusammenarbeit, die uns hilft, eben über diese Phase einfach eine konstante Bewegung in die Zusammenarbeit zu halten. Und Sie wissen jetzt ein Stück weit, warum das so wichtig ist. Dann eben natürlich eine gute Vorbereitung, einfach das Wertschätzen seitens des Mentees immer wieder wahrnehmen, was habe ich geschafft, was habe ich erreicht, eine gute Vorbereitung, die Zeit auch gut nutzen und aktiv das Lernen gestalten und eben nicht mit einem Gefühl von Selbstverständlichkeit reinzugehen. Was wir in dieser Phase auch tun können, ist natürlich aktive Unterstützung anzubieten oder zu vermitteln und natürlich auch Refresher-Schulungen. Refresher-Schulungen bedeutet, dass wir oft nach so 4 Monaten nach dem Start des Programms noch mal eine kleinere Mentoren-Mentee-Schulung machen mit noch zusätzlichen weiteren Impulsen, mit einem Debriefing, sodass das Thema, also die Inhalte oder Fragen, die bis dahin entstanden sind, noch mal neu gelöst, weiter bearbeitet werden können und vielleicht kleine Engpässe eben neue Lösungen haben, neue Ideen haben, nachdem die Zusammenarbeit praktisch losgelaufen ist. Und so behalten wir eine Präsenz, eben auch in dieser konstanteren Phase der Zusammenarbeit. Kommen wir zur nächsten spannenden Phase, nämlich der Abschlussphase. Das ist auch wiederum eine Phase, die ihre eigene ganz, ganz spannende Dynamik hat. Ich erzähle einfach Ihnen ein kleines Beispiel. Eine Mentorin erzählt, dass sie Jahre nach Abschluss des Programms zufällig auf einer Veranstaltung eine Mentee wieder getroffen, die sie vor 7 Jahren oder so in einem Mentoring begleitet hat. Und die Mentee war so ein bisschen verlegen und sagte, ja, Frau, ich weiß, Sie hatten gesagt, ich soll mich mal wieder bei Ihnen melden. Ehrlich gesagt war ich auch ziemlich oft in der Situation oder immer wieder in der Situation, wo ich mal den Hörer in der Hand genommen habe und sie anrufen wollte, weil es irgendein Thema gab, wo ich dachte, da muss ich sie jetzt um ihren Rat fragen. Und dann ist etwas ganz Komisches passiert. In dem Moment, wo ich anfing zu wählen, konnte ich von meinem inneren Ohr schon genau hören, was sie mich jetzt fragen werden. Dann konnte ich mir die Frage auch selbst stellen und sie mir ehrlich gesagt auch selbst beantworten. Und so haben sie dann nicht von mir gehört, obwohl sie eigentlich dabei geholfen haben, das Problem zu lösen. Und das ist spannend, denn durch die doch schon intensivere Zusammenarbeit, die Mentor und Mentee über eine Zeit, gerade wenn sie gut und verbindlich läuft, passiert eben dieses faszinierende Phänomen, dass man sich in die Denkweise des anderen hineinversetzen kann. Und ein Mentee nach einer Weile oft, das ist nicht immer so, oft aber schon vorhersagen kann, was der Mentor jetzt fragen oder sagen wird. Und das bedeutet, dass einfach so dieser proaktive Bedarf, diese Frage dann noch zu stellen, nachlässt. Wenn wir also den Prozess gar nicht gestalten zum Abschluss hin, passiert dann oft Folgendes. Termine werden dann irgendwann immer weniger wahrgenommen und es passiert eben oft, jetzt bin ich schon bei den Themen, dass sich die Zusammenarbeit im Sande verläuft und irgendwer ein schlechtes Gewissen hat, weil er sich eben nicht mehr gemeldet hat. Die Beziehung verändert sich, das sage ich gleich noch was. Das heißt, es gibt verschiedene typische Schwierigkeiten, wie der Prozess zum Abschluss ablaufen kann. Mentoring verläuft im Sande. Dieses Gefühl der Wertschätzung, dass der Mentor einem noch wirklich voranbringt, fehlt und als Mentee fühlt sich das vielleicht so an, also es fehlt einfach das Gefühl für den Wert, der entstanden ist. Und für den Mentor kann es ein Gefühl sein, also einfach nicht zu wissen, was genau los ist, warum der Mentee sich vielleicht immer weniger meldet und oder aber auch, dass manche Mentoren nicht loslassen können, ja, und vielleicht eben versuchen, noch hilfreich zu sein, auch wenn die Fragen nicht mehr kommen. Und wir haben es mit Menschen zu tun, die eben natürlich verschiedene Arten von Reaktionen haben. Das bedeutet, dass es deswegen, um nicht vielleicht so ein Zerfasern zu haben am Ende,
obwohl die Zusammenarbeit eine lange Zeit sehr, sehr gut war und einfach viel Gutes entstanden ist, verläuft sie trotzdem am Ende im Sande. Irgendjemand hat ein schlechtes Gewissen, weil hätte sich eigentlich noch melden können. Und damit das nicht passiert, ist es gerade im Organisationskontext einfach unheimlich wertvoll, dem Ganzen einen offiziellen Abschluss zu geben. Denn dieser offizielle Abschluss ermöglicht es uns, den Mentoren einfach nochmal ganz bewusst Wertschätzung auszudrücken und nicht einfach irgendwann zu verschwinden, wenn man sie nicht mehr braucht. Ja, also ich überspitze es ein bisschen, aber Sie verstehen, was ich meine. Einfach mal bewusst Danke zu sagen. Den Mentees auch die Möglichkeit zu geben, sich einmal bewusst hinzusetzen und zu sagen, was habe ich eigentlich erreicht in dieser Zeit? Sie sehen hier übrigens kleine Punkte, das steht grob für Monate, das ist plus minus, das heißt, wir sagen grob, ein Mentoring verläuft 12 Monate, das heißt natürlich nicht, dass jedes Mentor-Mentee-Tandem exakt eine innere Uhr von 12 Monaten hat, aber für ein Unternehmen haben wir ja oft die 12 Monate und das heißt, dass zum Ende der Zusammenarbeit der Mentee sich nochmal hinsetzen kann, was habe ich in den letzten 12 Monaten eigentlich geschafft? Wo waren meine Themen? Nochmal zurückzublättern in den Gesprächsnotizen, was waren meine Themen vor 12 Monaten? Was sind meine Themen heute? Wie hat sich das verändert? Bin ich stolz darauf? Und natürlich auch Wertschätzung und Sichtbarkeit seitens der Organisation auszudrücken. Das heißt, evaluieren zu lernen für folgende Programme und so weiter. Das heißt, dieser Abschluss hat eben für sich genommen nochmal einen ganz, ganz besonderen Wert im laufenden Prozess. Das bedeutet, dass wir eben hier, um das nochmal zu rekapitulieren, wenn wir also einfach einen Einblick haben, was so die typischen Phasen sind, was auch die Logik dahinter, warum bestimmte Reaktionen zu bestimmten Zeiten am häufigsten sind, können wir natürlich noch mal viel, viel besser für die Tandems da sein. Und aus der Sicht des Mentee, hier ist deswegen so diese kleine gestrichelte Linie nach oben, ist es so, dass eben die ganz neuen, ich sag mal, Quantensprünge, also komplett ungeahnte Erkenntnisse, nach einer Zeit eben dann mit einem neuen Mentor möglich sind, der einfach Dinge nochmal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive beleuchtet. Und diese kleinen Punkte werden wir uns im nächsten Modul nochmal genauer anschauen. Das heißt quasi die Impulse pro Monat, die wir setzen können, was das inhaltlich, wie wir das gestalten können. Und eine typische Mentor-Mentee-Beziehung verändert sich. Also das heißt, wir werden oft gefragt, was passiert eigentlich nach Abschluss des Mentorings? Natürlich können Mentoren und Mentees weiter im Kontakt bleiben oder auch sich regelmäßig treffen, auch nach Abschluss des Programms. Und trotzdem ist es einfach wertvoll, so einen schönen Abschluss eben zu haben. Und aus einer Mentoring-Beziehung kann vielleicht auch einfach eine formlose sich kennen, sich ab und zu mal sprechen werden. Es kann Freundschaft entstehen, es können Geschäftsbeziehungen entstehen, auch innerhalb von Unternehmen, dass Mentoren und Mentees über Abteilungsgrenzen, die vorher noch nie zusammengearbeitet haben, plötzlich gemeinsame Projekte stemmen, einfach weil sie die Synergien und das Potenzial plötzlich sehen. Und es kann auch sein, dass die Mentoring-Beziehung auch in Form einer Mentoring-Beziehung auch sehr, sehr, sehr lange bestehen bleibt. Es gibt Tandems, die über 10 Jahre als Mentor-Mentee zusammenarbeiten. Und ein Hauptgrund, warum es in manchen Tandems so ist natürlich, wenn der Mentor selbst einfach ein unheimlich hohes Entwicklungstempo hat. Das heißt, was der gestern für Ideen hatte, sind nicht mehr heute seine Ideen und einfach immer wieder neue. Und das heißt, wenn von beiden das Entwicklungstempo ähnlich hoch ist, wir werden beim Matching noch über Nähe und Distanz sprechen. Das heißt, dass dieser Abstand ähnlich groß bleibt, weil beide sich mit einem ähnlichen Entwicklungstempo voranbewegen, dann kann auch diese Mentoring-Dynamik des Lernen natürlich auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum bestehen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wie sich ein Mentoring oder was sich aus einem Mentoring entwickeln kann.
Und im Organisationskontext eben wichtig, einen guten Anfang zu gestalten, ein gutes Kick-off, den Menschen, den Tandems schnell in die Zusammenarbeit zu helfen, den Teil, der wirklich Spaß macht, ihre eigentlichen Entwicklungsthemen, ihre Inhalte. Im mittleren Teil eben zu helfen, verbindlich zu bleiben und konstant dran zu bleiben und dann einfach einen wertschätzenden Abschluss zu geben und eben inhaltliche Impulse, das schauen wir uns gleich an. Uns interessiert natürlich wie immer, was sind Ihre Erfahrungswerte und eben wir schauen uns jetzt an Ziele und Kanäle in Kombination. Das heißt, wie kann ich die Zusammenarbeit ganz praktisch gestalten?